So, hallo Leute, heute will ich euch mein neues Projekt vorstellen. Das war ursprünglich ein Halter für Notizzettel. Daraus wurde dann aber ein doppeltes Projekt. Einmal ein Notizzettelhalter und einmal ein Untersetzerhalter. Viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich mir das Material schon mal zurechtgelegt. Das sind jetzt die verschiedenen Holzsorten, die ich verwenden will. Das wäre jetzt mal ganz hinten einmal Ahorn, dann in der Mitte habe ich noch ein Stückchen Elsbeere und da vorne das etwas größere Stück noch mit Baumrinde, das ist jetzt Ulme oder Rüster. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, ist quasi die Ulme ist quasi noch die Bezeichnung, wenn der Baum noch steht, und wenn der Baum dann umgelegt worden ist, dann ist es eine Rüster. So ungefähr habe ich das zumindest verstanden. Und es ist jetzt so, dass ich mir ja quasi diesen Notizzettelhalter bauen will. Es ist quasi ein ganz normaler, durchsichtiger Notizblockhalter. Und da gibt es dann auch verschiedene Größen von diesen Notizzetteln. Das ist jetzt im Endeffekt ein Notizblock mit 9 x 9 cm, was diese Blätter haben. Und was ich auch festgestellt habe, dass dieses Maß auch nicht schlecht ist für Untersetzer, für Kaffeetassen oder Gläser. Und deshalb werde ich quasi auf einmal beides bauen, quasi zwei so Notizblockhalter und nochmal zwei Untersetzer. Und dafür habe ich mir das Ganze schon mal aufgeschrieben. Das sieht man jetzt hier, dass ich diese Notizzettel auch verwende. Also das ist jetzt kein Fake, also ich habe mir da wirklich einen Plan gemacht. Und dann würde ich sagen, dann fange ich mal an mit dem Besäumen von diesem Brett. Okay, und wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal das Ganze in 2 Schnitten durchsägen, da das auch für die Säge einfacher ist und die Zeit habe ich, dass ich das auf zweimal schneiden kann. So, ich denke, das hat man jetzt auch wahrscheinlich gehört, da ist Spannung im Holz, dann geht auch die Drehzahl runter und die Säge hat jetzt keinen Spaltkeil, das heißt, hinter dem Sägeschnitt geht das Holz wieder zu durch die Spannungen, die da frei werden, und da habe ich jetzt den Holzkeil rein und der ist auch fest und dann kann ich da quasi durchsägen. Deshalb säge ich auch lieber bei diesem Massivholz in 2 Stufen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann kann ich nämlich wieder weiter sägen. So, nachdem ich jetzt diese Rüsterbohle oder Ulme nochmal besäumt habe und die Baumkante entfernt habe, habe ich mir die Hölzer nochmal angeschaut, habe quasi das Ganze auf die Hobelbank gelegt und habe mir geschaut, wo das Holz kippelt, und habe dann dementsprechend, wo ich laut meinem Empfinden die bessere Seite von den Holzkanteln da sehe, habe ich mir jetzt hier jeweils einen Pfeil drauf gemacht, damit ich weiß, welche Seite ich quasi fügen will mit der Abrichte. Das hat jetzt quasi den Hintergrund, damit ich dann später, wenn ich mit der Bandsäge das nochmal auftrenne in
2 oder 3 Brettern, dass ich da das gerade am Anschlag vorbeischieben kann an der Bandsäge. So, jetzt habe ich das ganze Holz längs aufgetrennt. Das sind jetzt die ganzen Einzelstücke, die ich dann später mit dem dicken Hobel dann wieder hobeln muss. Und dabei will ich dann eine Stärke von 12 mm haben. Und da ich die Bandsäge jetzt schon da habe, will ich dann noch die ganzen Stücke auf Breite sägen mit der Bandsäge. So, jetzt bin ich fertig mit der ganzen Bandsägen-Action. Da habe ich jetzt die einzelnen Bretter nochmal auf die Breite gesägt. Und hier sieht man jetzt die jeweils 3 verschiedenen Farben von, das muss ich jetzt natürlich noch hobeln auf das Endmaß. Das sind jetzt quasi die 3 verschiedenen Hölzer von, also das braune ist quasi die Ulme Rüster, das mittlere ist dann der Ahorn und rechts ist dann die Elsbeere. Und diese 3 Hölzer werde ich dann so verleimen miteinander und jeweils 9 auf 9 cm Untersetzer da draus machen. So, jetzt bin ich soweit fertig mit dem Hobeln. Ich hatte ja vorhin noch die Bretter, die quasi die Untersetzer werden, in diesen 3 Farbkombinationen verleimt. Und da ich dann danach fertig war, bin ich drauf gekommen, mir fehlt eigentlich eins von diesen Brettern. Deswegen liegt jetzt hier vorne nochmal bei dem Heizstrahler das letzte von den 3 Brettern. Und als nächstes will ich jetzt quasi hier mit der Tischkreissäge und dem Schiebeschlitten diese Untersetzer auf ca. 9,1 mm sägen. Aber das hat mich gestern schon ein wenig aufgeregt, dass ich das vergessen habe. Ich habe quasi nur noch das Stückchen gehabt von dieser Rüste. Und dann würde ich sagen, jetzt fange ich mal an mit dem Sägen, dass das fertig wird. So, das sind jetzt die Untersetzer, das sind jetzt in dem Fall 10 Stück. So, jetzt bin ich fertig mit der Tischkreissäge und mit dem Sägen von den ganzen Einzelteilen. Prinzipiell habe ich die Kästchen schon mal so zusammengelegt, wie ich das haben will. Das kann ich mal kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich jetzt quasi jeweils ein Schreinerdreieck auf dem Boden und auf die Teile außenrum markiert, damit ich dann die einzelnen Teile zuordnen kann. Und ich finde es eigentlich so besser. Dann hätte ich jetzt quasi 7 Untersetzer. Und das heißt, das werde ich auf jeden Fall schon noch jetzt aufsägen. Ich meine, ich werde es jetzt nicht zeigen, weil das wird jetzt keinen interessieren, wie ich da noch das letzte Stückchen da raussäge. Deshalb würde ich sagen, wenn ich damit fertig bin, dann geht es weiter. So, jetzt bin ich fertig nochmal mit dem Rest von dem Brett, das ich nochmal hobeln musste. Hier sieht man nochmal symbolhaft das Holz. Das sind jetzt quasi hier nochmal die
3 Hölzer, die ich da zusammengeleimt habe. Und jetzt will ich quasi an den Stirnkanten außen am Umfang entlang mit einem Radienfräser, das wäre jetzt das hier im Endeffekt, symbolhaft, nur etwas kleiner, den wo ich jetzt eingespannt habe in dem Frästisch, das ist jetzt ein 6,3 mm. Und dann will ich quasi hier außen einmal entlang fahren, dann umdrehen und die andere Seite nochmal entlang fahren, sodass ich da eine halbrunde Kante außenrum habe. Und das eine ist quasi übrig geblieben, das ist dann W für Werkstatt. Quasi mein persönlicher Untersetzer. So schaut es jetzt aus. Jetzt habe ich quasi hier den Radius auf beiden Kanten, nochmal die 6 mm. Somit habe ich jetzt quasi hier die 14 Untersetzer fertig gefräst. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich die ganzen Einzelteile verleimt und habe da das ganze Sortiment von meinen Zwingen quasi aufgebraucht. Und da habe ich jetzt keinen Film davon gemacht vom Verleimen, war das ganz schön hektisch war das Ganze und muss ich jetzt dann wieder warten, bis der Leim abgebunden hat und dann geht es weiter mit den Schleifen und Ölen. So, nachdem der Leim abgebunden hat und ich die Zwingen entfernt hatte, wollte ich die Untersetzer wieder rauskriegen, die ich als Abstandshalter platziert habe. Und das ging dann bei dem einen gar nicht so schlecht und beim anderen Kästchen war das schon etwas strammer drin, diese Abstandshalter, da ich mir außenrum ein Klebeband 4-mal umwickelt habe als Abstandshalter, damit ich so circa, ich denke mal, das werden ungefähr 0,8 mm sein, was ich da dann an Abstand habe, zur Außenwand von dem Kästchen. Und es hat dann schon etwas gehangen, also was man auch nicht vergessen darf, dass wenn man das verleimt, dass auch Leim nach innen austreten kann und es dann an den Kanten hängt. Das heißt, wenn man das verhindern will, sollte man etwas Öl oder etwas Fett an die Kanten und bei den Abstandshalter auch etwas Öl an den Außenseiten anbringen, damit es nicht haftet und dann es etwas schwieriger wird, wenn man das wieder entfernen will, diese Abstandshalter. Aber es hat funktioniert, aber beim nächsten Mal weiß ich, dass man das ein wenig anders machen muss. Das war das. Und da sieht man jetzt noch einmal die 2 Halter mit Papier und die gehen auch schön rein. Also das hängt jetzt ja hier nur, weil das mit so einer Schrumpffolie verschweißt ist, dieser Block mit 9 x 9 cm Papier. Also das funktioniert. So, jetzt bin ich fertig mit den Schleifen. Das ist mir doch eine längerwierige Angelegenheit, das Schleifen. Jetzt wäre ich eigentlich soweit mit der Oberflächenbehandlung. Und das Ganze will ich quasi mit einer Holzbutter oder mit dem Holzwachs versiegeln. Und für die Kästchen habe ich mich jetzt entschlossen, so eine Holzbutter zu verwenden. Die ist etwas flüssiger als das Wachs, was auf der linken Seite jetzt ist. Und das Wachs will ich quasi dann verwenden für die Untersetzer. Das härtet etwas mehr aus, das ist eine wenig härtere Oberfläche, dieses Wachs. Da ist Carnauba mit drin. Und dann könnte ich eigentlich schon mal anfangen, die einzelnen Kästchen mit Wachs zu behandeln.
So, das war jetzt schon mal die Holzbutter, mit der ich jetzt das Ganze behandelt habe, und da werden die Finger schon etwas fettig mit dem Zeug, aber das ist natürliche Holzbutter, das heißt, da ist nichts Gefährliches drin, und man merkt schon, dass jetzt der Unterschied darin besteht, dass das Holz nachdunkelt, aber so schlimm ist es jetzt gar nicht. Im Endeffekt muss ich jetzt warten, bis das ein wenig eingezogen ist, die Holzbutter. Und währenddessen das einzieht da vorne, werde ich hier die ganzen Untersetzer nochmal mit dem Holzmöbelwachs behandeln. So, jetzt bin ich fertig mit der Oberflächenbehandlung mit dem Wachs. Jetzt habe ich das alles nochmal hier so aufgestellt. Und im Vorderen sieht man jetzt nochmal meine Notizzettel, die ich da auch wirklich verwende des Öfteren. Jetzt sieht man das mal alles komplett fertig. Das sind ja hier die Untersetzer und auf der anderen Seite die Notizzettelhalter. Und ich muss sagen, es ist echt schön geworden. Auf jeden Fall schöner als dieses Teil aus Plastik. Das wird wahrscheinlich bei mir jetzt hier in der Werkstatt bleiben, das aus Plastik. Somit würde ich sagen, das Projekt Notizblockhalter und Untersetzerhalter ist fertig.